Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, was geht? Was geht? Okay. Hat jemand irgendwie was verloren? Ja. Dachte, das Wetter wird ein bisschen besser heute, Leute. Aber dem ist's nicht so. Aber wenn wir schon draußen sind, dann drehen wir trotzdem eine Runde. Ja, also wie ihr sehen könnt, ab und zu scheint noch die Sonne irgendwie zwischen den Wolken durch. Aber im Großen und Ganzen ist es doch kühl und wirklich bewölkt. Also nicht gerade geil. Aber leider habe ich halt dieses Jahr sehr wenig vorproduziert, weil ich auch nicht allzu viel raus konnte. Also es war halt einfach mega doof, Leute. Fast immer, wenn das Wetter gut war, musste ich arbeiten. Und wenn ich frei hatte, war es scheiße. Allgemein, der Sommer war in der Schweiz ziemlich scheiße dieses Jahr. Und deswegen konnte ich wirklich gar nicht so viel aufnehmen. Ja, ist schon frisch. Also zum Glück habe ich die Funktionswäsche an. Hab ja zuerst noch gedacht, hab zu viel angezogen. Aber jetzt bin ich gerade froh. Und ich habe halt wirklich nur so die altmodischen. Also entweder wärmt es oder es kühlt. Je nachdem welches ich anziehe. Aber es gibt ja halt solche, die wärmen oder kühlen. Und die habe ich halt leider nicht. Deswegen, ja, wenn ich dann halt irgendwie rumstehe, habe ich dann schon zu heiß. Und jetzt so, also 50, 60 geht noch, aber sobald du irgendwie eine Weile 80 unterwegs bist, wird schon frisch. Ja, ansonsten, ich bin mega happy über den Filzschall, den ich mal besorgt habe. Weil der lässt wirklich kein bisschen Wind. Und das ist echt geil. Ja Leute, ansonsten bin halt am gucken, wo ich so fahren soll. Ich glaube, wir fahren mal Richtung Rüti und machen dann so ein bisschen einen größeren Kreis. Ich denke mal so Rüti oder vielleicht auch Bubikon. Ja, komm, gehen wir mal. Rüti haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, aber Bubikon, ich glaube noch nie. Schauen wir bei meinem alten Lehrmeister vorbei. Dieser Arschgeige.
Ich habe ihn gehasst, Leute. Ich habe ihn echt gehasst. Der war so ein Ausländerhasser. Er war wirklich einer, der alle Ausländer in den gleichen Topf reingeschmissen hat. Und ja, fluchte auch sehr viel über die Ausländer. Und ich musste sehr oft mich zusammenreißen, einfach die Schnauze halten und die Lehre durchziehen, war so ein bisschen angesagt. Und ja, Leute, der nützte uns Jugendliche so aus, hat uns richtig ausgebeutet. Also, ihr müsst euch vorstellen, er hatte in seinem Büro seinen Papagei, so ein Riesenviech, so ein Graupapagei. Ich glaube, die heißen Graupapagei. Und wir mussten jeden Freitag das Käfig von diesem Mistvieh putzen. Also die ganze und Scheiße wegmachen. Der durfte ja auch raus und so. Und fliegen konnte er nicht mehr. Der hatte all seine Federn ausgerissen und so. Also das war ein richtig kranker Vogel. Hatte irgendwie so einen Dachschaden. Aber er lief dann immer so um den Käfig herum oder im Büro, zum Beispiel auf dem Tisch und so. Und da mussten wir überall auf dem Boden, auf dem Tisch, im Käfig all die Kacke wegmachen. Eben in den Käfig rausmisten. So Zeitung und so wieder neu rein. Mulch, Wasser wechseln. Und der Vogel, der wollte uns immer beißen und so. Ja, also wir hatten schon recht Schiss vor diesem. Und was soll ich sagen, also war halt schon nicht so toll, das Ding irgendwie zu putzen und so. Ich wollte ja kein Zoowärter werden, Leute, also deswegen, ja, muss ich halt sagen, es war halt überhaupt nicht unser Job, diesen Scheiß zu machen, aber wir mussten, weil er uns immer gedroht hat. Wenn ihr das nicht macht und wenn ihr das nicht tut, dort ist die Türe. Das war so sein Lieblingsspruch. Dort ist die Türe. Und ja, wir wollten es halt auch nicht irgendwie drauf ankommen lassen. Haben halt immer die Fresse gehalten und den Scheiß halt weggemacht. Also diese Auspuffaufnahme können wir wegschmeißen. Hat viele Blitzer heute irgendwie, hä? Also ich dachte halt, dass wir hier entlang könnten. Muss mal überlegen, wo wir hier rauskommen. Ich war schon ewig nicht mehr hier hinten. Also ich dachte, hier entlang kommen wir auch nach Ubikon. Ja, genau. Hat
hat er doch recht. Ja, können wir hier mal vielleicht irgendwo auf die Seite schippen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo auch mal noch die Drohne rauflassen könnten. Industrie, komm, fahren wir. Industrie, stören wir niemanden. Vielleicht gibt es ja auch was Schönes hier zu gucken. Oh. Cooles Gebäude. Ja, komm, perfekt. Hier noch so Waldrand. Super. Ja, Leute. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und abonnieren nicht vergessen. Und bleibt noch dran für die Drohnenschutz. Könnte noch was Gutes werden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Gebt auf euch Acht. Güle güle.